seht ihr, wie krass aus diesen Streifen, aus diesen 50 Zentimeter, sind innerhalb von 4 Monaten 2 Meter in die Richtung geworden und 2 Meter in diese Richtung geworden. Leute, wir haben 5:30 morgens. Laune ist auf dem Höhepunkt. Und wir machen die Kamera noch ein bisschen höher, oder? So. Ich weiß ich nicht. Heute Morgen hier angefangen, hergekommen. Und alles befüllt, was eigentlich eine miese Arbeit ist, wenn man alleine ist, hier alles hier oben hoch auf den Saattank zu schleppen, muss man sagen. Geht, aber ist nicht die geilste Arbeit. Alles betankt, fährst los zum Acker, auch noch den weitesten. Und was fällt einem dann auf? Hier, Schlauch gebrochen. Der ist anscheinend schon ein bisschen porös. Oh, Leute, das hatte ich in den ganzen Jahren noch nie, dass mir hier ein Schlauch bricht von der EDX. Wir tauschen die eigentlich regelmäßig aus. Und eigentlich kann ich doch den Kabelstraps auch aufschneiden. Und damit herzlich willkommen in der neuen Folge. Oh, wenn nicht das weiteste Stück wäre, Leute, würde mich das gar nicht aufregen. Und dass ich das vorher nicht gesehen habe. Komm schon. Da gibt es normalerweise hier so eine kleinen Schlüssel zum Raufstecken. Aber mein kleiner Anton wollte den mal zum Spielen haben. Und mein kleiner Anton hat den nicht wiedergefunden. So. Ich will das hier einmal mit der Zange machen. Aber das ist natürlich super ärgerlich. Oh, das ist aber auch wirklich porös hier schon. Wie alt ist denn der? Normalerweise haben wir die nämlich regelmäßig getauscht, aber den anscheinend nicht. Der scheint ja super porös zu sein. Der sieht relativ neu aus. Der ist auch schon ganz schön hart, glaube ich. Die sind weich, der ist auch hart. Gott sei Dank, Leute, tauschen wir die regelmäßig und haben deshalb eine ganze Rolle davon zu liegen. Ich habe aber auch Angst und die Befürchtung, dass sie zu hart sind. So. Einmal anhalten hier. Aber der ist schon ein bisschen älter, das sieht man. Den haben wir nicht getauscht. Aber eigentlich haben wir sonst immer alle 2 Jahre spätestens die Rohre hier neu gemacht. Ich vermute mal dieses Jahr aus Zeitgründen nicht. Wichtig ist, Leute, sägen, nicht kneifen. Die müssen astrein rund bleiben. Und innen drinne, guck mal, müssen wir die auch etwas ausfeilen. Das verändert schon die Schussrichtung enorm. So, wenn ihr euch fragt, was macht man denn eigentlich hier mit diesen Rohren? Da schießen die Körner durch. Da schießen die Körner durch, Leute. So. Und das muss auch alles ziemlich sauber sein, sonst eine kleine Unebenheit sorgt schon dafür. Ich muss den andersrum reinschicken. Eine kleine Unebenheit sorgt schon dafür, dass die Körner nicht richtig übergeben werden, irgendwo hakeln. Ja, die fliegen ja mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit durch. Überlegt mal, wenn wir 10 km/h fahren und legen 100.000 Körner auf den Quadratmeter, so das Einfachste zum Rechnen, dann
legt jede Reihe 10 Körner pro Sekunde. Und überlegt mal, da hakelt das irgendwo. Dann stoßen die immer wieder mehrmals nebeneinander und beeinflussen die Legegenauigkeit. Das wollen wir nicht. Von daher muss das alles gut aufeinander passen. Und Gott sei Dank haben wir über die Jahre uns eigentlich einen ganz guten Reservebestand bei der EDX aufgebaut. Das ist ja das Schöne, wenn man so viele Jahre eine Maschine fährt. Man weiß am Ende auch, was kaputt geht. Ich glaube, hier müssen wir das erstmal einmal sauber bürsten, hier, damit das Gewinde richtig fest. Ganz schön viel Dreck drauf. So, alles Staub und Dreck, das kriecht natürlich auch in jede Ritze rein. Das heißt, wir haben Sehscheiben, Andruckrollen, Unterfußschare, Furchenformer. Wir haben eigentlich alles da. Eigentlich. Lichtschranken. Das ist natürlich der Punkt, wenn man sich wieder was Neues holt, muss man da erst wieder seinen Bestand sich aufbauen, ne? Und da weiß man auch erstmal wieder nicht, was kaputt geht. So. Sieht doch gleich viel besser aus. So, dann ist das ja auch nur Plastik, das fässt ja alles nicht so richtig. Muss man doll aufpassen, damit man nicht überdreht. So, und dann kommt der von unten, ne? So wird er reingelegt. So. Ist das richtig? Ja. Genau. Dann können wir die gleich noch zusammenstrapsen. Die waren zusammen. Und dann schrauben wir den hier noch wieder an. Und dann haben wir das erstmal wieder. Manchmal muss man hier hinten auch ran, wenn man einen Kornklemmer hat. Und die sind wirklich so doll verklemmt. Hier in den Schussrohren. Also seltensten Fällen ist ein Rohr zu. Meistens hier drinne. Hier sind die Lichtschranken, das Schwarze. Und hier kommt das aus der Vereinzelung und hier durchgeschossen. Und jedes Korn wird ja hier gezählt. Sollte mal ein Schlauch dicht sein, kommt nichts durch, ist logisch. Und sollten die sich genau am Ausschuss verklemmen, kommt auch nichts durch. Von daher braucht man manchmal einen langen Kabelstops. So, damit können wir wieder los. Hier haben wir noch eine Zange und eine Bürste, die räumen wir noch weg. Die Zange kommt wieder mit in den Schlepper. Und dann geht's wieder los, Leute. Endlich mal vorankommen heute. Ich meine, mich ärgert ja fast gar nicht, dass das passiert. Mich ärgert fast viel mehr, dass ich das nicht gesehen habe heute Morgen. Ich meine, klar, das war dunkel heute Morgen. Aber ich bin die ganze Zeit dran vorbeigelaufen, ja, ne? Hab den ganze Zeit den Behälter befüllt. Ja, Leute, was will man machen? Und ein bisschen fast, dass das eigentlich die weiteste Fläche ist, die das betrifft. Warum kann es nicht die dichteste sein? Jetzt haben wir ungefähr eine Stunde dadurch verloren. Es ist schon kurz nach 6. Ja, was sollen wir machen, Leute? Was sollen wir machen? Aber ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt 85 Hektar auf der Uhr. Wir haben gestern 70 Hektar geschafft. Ich habe ja gestern die Schare gewechselt. Die Unterfußschare, das hat uns ja auch nochmal 3 Stunden gekostet. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Ja, jetzt haben wir auch wieder 2 Stunden insgesamt schon verloren mit Tanken, Befüllen, alles drum und dran. Das natürlich, sonst wenn wir in Schicht gefahren sind, haben wir das natürlich so gemacht, dass wir pro Schichtfahrer immer jemanden hatten, der uns, oder zumindest für beide Schichten irgendwo in der Mitte des Tages, der uns beschickt, also befüllt und Saatgut und Dünger. Weil das ist natürlich jetzt auch so ein Punkt, ich habe gestern einmal Saatgut rausgefahren und
Hab ja, einmal Saatgut rausgefangen, genau, einmal ist er hergekommen und dann für die weiten Stücken macht das ja schon wirklich viel aus an Hektarleistung am Tag, die uns dann fehlt. Ich sag mal 10, 15 Hektar locker, wenn wir einfach die ganze Zeit am Feld befüllt werden. Warum ist der nicht richtig zu? Nee, mein Rucksack klemmt dazwischen. War mir gleich so komisch die ganze Zeit. Könnt ihr mal sehen, was Hannes für ein geschultes Ohr hat, da ich die ganze Zeit das höre, dass die Tür ein bisschen auf ist. Also das kostet schon 10, 15 Hektar, aber na gut, ich bin ein bisschen selber schuld. Habe ja auch einem nur Urlaub gegeben, aber ist ja auch egal. Wir kommen ja trotzdem voran. Also ich denke, wir haben heute und morgen noch und dann soll es 12 mm Regen gehen von Freitag auf Samstag. Und das natürlich, das wäre hervorragend, wenn wir dann fertig werden. Wir müssen dann natürlich gucken, wie kriegen wir das hin mit den 15 Hektar, die wir neu dazu bekommen haben. Die müssen wir noch ein bisschen einebnen. Svenny sollte morgen eigentlich fertig sein mit Gerste zubringen beim anderen Betrieb. Den wollte ich da jetzt auch nicht im Stich lassen. Der hilft uns auch immer, obwohl er manchmal keine Leute hat und so. Also das kann ich dann auch nicht machen. Und deswegen, ja Leute. Ich bin auch ein bisschen müde, um ehrlich zu sein. Die letzten Tage waren hart. Ich meine, ich habe am letzten Wochenende 340 Hektar in 2 Nächten gespritzt. Und am nächsten Tag habe ich wieder Mais gelegt. Irgendwann ist es dann doch hart. Ich meine, ich empfinde das gar nicht so als stressig jetzt momentan. Das ist nicht stressig, es ist einfach nur viel zu tun. Stressig ist anders. Stressig ist, du hast Häckselkette, beim ersten platzt du Schlauch, beim anderen Reifen. Ne? So, das ist stressig, denn so dieses ganze Organisiere. Aber diese stumpfe, lange Arbeiten, stumpf ist es nicht, aber diese einfache, lange Arbeiten, das ist gar nicht so stressig in dem Sinne. Stressig ist, wenn dann noch dazu, sag ich mal, Telefon klingelt oder noch 3 Brände irgendwo löschen muss. Also, sinnbildlich gesprochen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das empfinde ich mehr als Stress, als einfach nur den ganzen Tag irgendwie fahren. Das ist ja anstrengend. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Stress und anstrengend. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, wie man das selber empfindet. Wenn man das nicht als stressig empfindet, sondern weil es einfach nur anstrengend ist, glaube ich, macht das auch einen Unterschied, als wenn man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Und das habe ich einfach nicht. Nicht jetzt. Also, wir haben einen guten Plan. Ach so, Leute. Für die schon ein bisschen länger auf ihre Bierkrüge warten. Ich meine, das kommt jetzt alles ein bisschen zeitverzögert raus, aber wir haben tatsächlich jetzt über 2,5 Wochen auf unsere Bierkrüge gewartet, auf die Nachlieferung, weil ihr habt eingekauft. Vielen Dank nochmal dafür. Aber die hatten einen Fehler im System und haben gedacht, sie haben das schon rausgeschickt. Dann haben sie aber nicht, haben es jetzt hinterher geschickt. Ich habe gestern noch die Bierkrüge gedruckt, aber nur 40. Mehr habe ich erstmal nicht geschafft. Zwischen Maschine befüllen, nochmal zur Firma fahren, Anton ins Bett bringen und irgendwann muss ich ja auch mal schlafen. Und heute mache ich nochmal 40 oder 60 und dann sind wir gut bei. Heute nehmen wir auch nochmal eine AKF auf, damit ich nächste Woche auch genug Videomaterial habe, dass das Ganze auch weitergeht. Finde sowieso schade, dass wir das dieses Jahr, also dass ich noch so wenig AKFs gemacht habe, weil gerade im Getreide ist ja viel passiert schon. Wir haben ja schon die Bestockungsphase, über die Schosserphase haben wir gar nicht so viel mitgekriegt und auch beim Raps hätten wir noch ein bisschen mehr machen können. Nämlich jedes Jahr ist so viel zu tun. Aber na gut, wenn das nächstes Jahr auch mit dem 8X klappt, dann ist der schon mal hier, dann kann man auch vielleicht noch eine Woche früher anfangen mit Strip-Till. Dann hat man noch ein bisschen mehr Platz. Und was ich auch im Nachgang sagen muss, es war dieses Jahr goldrichtig, immer alles zu machen, als man die Chance dazu hatte. Also so früh mit Gerste fahren anfangen, mit Ausbringen, war goldrichtig. Und also in jedem Moment, wo ich die Chance hatte, irgendwas auf den Flächen zu machen, haben wir sie einfach nahezu genutzt, bis auf 2 oder 3 Sonntage. Ich bin ja auch meistens am Wochenende trotzdem gefahren, zumindest mit Pflanzenschutz. Und das war im Nachgang auch goldrichtig, weil so haben wir ja jetzt nicht übertrieben den Stress. Ich meine, morgen ist der 5. Mai und morgen werden wir fertig mit Maislegen, obwohl wir erst ja am 2. Mai angefangen haben. Das ist ja trotzdem gut, ja. Und wir hätten sicherlich Sonntag, Montag schon anfangen können, aber es war auch einfach kalt.
War heute Nacht auch wieder kalt, 2 Grad. Gestern 17 Grad tagsüber, davor die Nacht 12 Grad. Jetzt wieder 2 runter. Ja, es gibt wohl 3 kältere Nächte, also bis 2 und 3 Grad. Und dann gibt es wohl wieder warme Tage bis 17 Grad. Ja, muss man sehen. Irgendwann muss man aber einfach anfangen. Man kann das Ganze nicht aussitzen und man hat da einfach zu viel Heck da, um das auszusitzen. Wenn man nur an einem Tag fertig wäre, kann man sagen, ja, wir warten auf den perfektesten Moment und dann nachmittags im warmen Boden, da legen wir es rein. Aber das können wir ja nicht gewährleisten, sondern wir müssen irgendwann anfangen. Und genauso beim Striptill. Ja klar habe ich mich einmal festgefahren, aber es ist nur eine Stelle auf dem Acker. Und sicherlich waren die Bedingungen nicht optimal. Aber unterm Strich, wenn man mal so guckt, wären die Bedingungen auch erst so seit Dienstag vielleicht besser gewesen, weil wir hatten am Wochenende ja wieder Regen. So, und du kannst ja nicht mit 300 Hektar Striptill so lange warten. Derzeit sind die Sonnenblumen schon lange drin gewesen. Das heißt, irgendwann muss man einfach anfangen und irgendwo muss man einen Kompromiss finden. Das ist nun mal leider so. So Leute, bis später. So, ich habe mich jetzt umentschieden. Wir haben jetzt kurz nach Mittag. Ich habe woanders noch ein kleines Stück fertig gemacht und habe jetzt gedacht, jetzt machst du erst hier das Vorgewende. Der Kollege, der nachher kommt, kann dann hier weitermachen. Und ich mache morgen das Versuchsfeld. Aber was ich euch zeigen will, hier war ich relativ spät drauf mit Totalherbizid. Das wirkt aber schon. Ja, also ist hier der Ausfallweizen. Sieht vom Weiten ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Wenn man dann aber so in den Bestand guckt, ist es wenig. Aber was man hier am Rand sieht, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar, ja, wir haben hier so eine Zone mit Gras. Und der Kollege hier arbeitet halt nicht bis zur Kante. Also die Kante ist genau hier, wo ich jetzt die Reihe raufgelegt habe. Und hier hätte das Getreide eigentlich hier sein müssen. Und was man aber hier deutlich sieht, was ich euch zeigen will, wie krass Gras wächst, ne? Also zur Seite hin. Das heißt, das war ja hier sauber. Ne? Hier war nur so eine Zone über letztes Jahr. Hier stand Raps. Und jetzt guckt mal euch an, wie weit das Gras reinwächst. Bis hier. Ja, die waren jetzt hier drauf, die haben das hier weggespritzt, ja, das verwelkt jetzt auch, wie man das sieht. Die haben da noch mal was gemacht. Man sieht jetzt auch, sie sind bis für ihre Grenze gefahren, also bis hier. Aber seht ihr, wie krass aus diesen Streifen, aus diesen 50 Zentimeter, sind innerhalb von 4 Monaten 2 Meter in die Richtung geworden und 2 Meter in diese Richtung geworden. Deshalb sieht man, wie wichtig Feldrandhygiene ist. Und Feldrandhygiene ist halt nicht nur Mulchen, weil das bringt halt nicht viel bei Gräsern, sondern ja, da muss man mit den Kollegen sich mal ein bisschen absprechen, dass man eventuell auch ja, zusammen eine Totalherbizidmaßnahme macht oder man macht, ja, oder man kommt so zusammen, dass man sagt, wenn bei mir keine Kultur drauf ist, kannst du auch ein bisschen überlappen, dass man halt einig die Grenzen hat. So, was ich aber euch zeigen will, aha, wir schließen das nicht ganz. Wir öffnen ganz gut den Saatschlitz. Hier seht ihr das. Aber das geht nicht wieder zu. Der drückt das nicht wieder zu. Ich will hier das Vorgewende sowieso wieder abwalzen. Aber das will ich euch hier einmal zeigen. Ja, das ist schön aufgeschnitten. Ich gebe da noch ein bisschen mehr Druck. Dann drücken wir da auch noch ein bisschen mehr rauf. Aber der Saatschlitz bleibt auf. Aha, aber Erde ist drauf auf Saatkorn. Also es liegt nicht frei. Das ist schon mal gut. Aber das sind natürlich nicht ganz optimale Bedingungen. Von meiner Seite nicht, aber von der allgemeinen Seite nicht. Ich meine, im Grunde genommen ist das hier Direktsaat, was wir machen. Ich bin auch mit dem Striptill erst bis hier gefahren, weil zu viel Gras kann manchmal echt Probleme haben, dass man es so aufschiebt. Hier ist zu, ja, und hier beim Striptill sowieso. Aber ich will das noch ein bisschen nachwalzen, um ehrlich zu sein, hier gerade am Vorgewende. Weil der Boden dieses Jahr wirklich, dadurch, dass er feuchter ist, fällt der nicht so gut, so wie hier, ne? Es fällt einfach nicht richtig zu, sondern wie hier, der klafft halt so ein ganz bisschen auf. Seht ihr das? Da müsste man halt andere Rollen fahren, die das zudrücken. Wichtig ist, hier liegt eins frei. Das wollen wir vermeiden. Da. Ich werde noch ein bisschen mehr Druck geben. Da haben wir auch ein bisschen mehr Druck auf den Andruckrollen. Und dann werden wir das nochmal nachwalzen. Zumindest das Vorgewende. Hier wird es ja nicht mehr das Problem sein. Seht ihr, der Boden fällt. Der ist auch jetzt schon wieder gut angetrocknet. Hier oben haben wir auch noch eine Sandkuppe. Da, verrückterweise, ist es ganz nass. Und da am Busch habe ich mich festgefahren gehabt mit dem 8RX. Und hier ist der reine Sand, ne? Und seht ihr auch, wie schnell das austrocknet. Der Boden. Ja.
Okay, habe ich mir angeguckt. Geben wir ein bisschen mehr Druck auf das Seeaggregat. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Druck beim Zudrücken. So, das funktioniert tatsächlich. Ja, wo jetzt hin damit? Dann legen wir uns genau zwischen die Reihe. Wir müssen sowieso noch alle Flächen einmal abfahren. Aber ich nehme mir den jetzt nicht mit in die Kabine. Und ich kann den auch hier nicht auf die Grenze packen, wenn der Nachbar ein bisschen überlappt mit dem Schneidwerk beim Dreschen. Auch nicht geil. Genauso gut wie bei mir mit dem Maishäcksler. So. Aber hier kann man das, glaube ich, wieder schön sehen, wie weit das jetzt reingewachsen ist. Bis da bin ich mit Stripte gefahren. Seht ihr? Sieht man sogar ein bisschen. Also gar nicht so weit, wie ich gedacht habe. Ich nehme die Feldgrenze gerade einmal neu auf. Weil die war nicht perfekt. Die hatte so ja, ein paar Abweichungen. War auch tatsächlich noch einer von den älteren Feldgrenzen. Aber ihr seht, wenn man Ausfallgetreide, wenn man da nicht sofort relativ früh beikommt, wie krass üppig das wird. Das ist, ich meine, jetzt nicht so ultra schlimm, weil wir dieses Jahr Wasser haben, aber in Jahren wie letztes Jahr oder davor wäre das schon ein krasses K.O.-Kriterium für einen Mais geworden. Da ist man aber auch ein bisschen im Zwiespalt. Für die Nährstofffixierung, für den Boden ist es halt besser, so lange wie möglich bewachsen zu sein. Fürs Bodenleben ist immer besser, dass quasi immer eine grüne Pflanze drauf wächst. Aber für den richtig stumpfen Ackerbau, also für den richtigen Ertrag, ist es tatsächlich von Vorteil, wenn die Pflanze früh abstirbt, wenn der Boden halt relativ mürbe an der Oberfläche ist, beziehungsweise dann halt nicht durch die Wurzeln so fixiert ist. Aber da ist man immer im Zwiespalt, wann man sowas macht. Gänzlich, wenn man Wasser hat, ja, ist das hier gar kein Problem. Wir bekommen eine Ablage hin und das funktioniert. Das ist immer das Wichtigste, wenn man viel an der Oberfläche hat. Ja? Das heißt, das bekommen wir hin. Und die Pflanze hat einen vernünftigen Wasserschluss, eine vernünftige Erdanbindung. Das ist halt entscheidend. Wenn man das hinbekommt, dann ist das gar nicht so schlimm, dass das jetzt hier oben drauf wächst. Obwohl es ja gar nicht mehr sehr intensiv bewächst, weil es geht ja nun dem Ende entgegen. Also das habe ich hier vor 3 Tagen gemacht. Und in einer Woche sieht man dann hier schon deutlich mehr. Aber man sieht das auch, das wird auch schon hell. Ja? So, gut. Soweit erstmal. Also, Versuch mache ich morgen. Ich nehme jetzt gleich mit Lisi die AKF auf. 3 Stück haben wir vor. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, ja, wir haben noch 100 Hektar jetzt hier. 97 habe ich hier drauf. Und das, was ich nicht schaffe, machen meine Jungs. Dann ist das so, Leute. Dann ist das so. Die Fläche ist mir aber hier noch wichtig, weil das ist der letzte schwere Boden. Den hatten wir uns auch bis zum Ende gelassen hier. Und ich werde auch hier noch nicht alles legen, sondern meine Maislege ist gerade noch voll. Also ich habe jetzt hier 3,5 Tonnen Dünger drin, eine halbe Tonne Saatgut. Und das sind ja insgesamt 4 Tonnen mehr Last. Und deswegen fahre ich das Vorgewende jetzt erstmal hier lang. Und hier ist tatsächlich so eine nasse Zone. Und da hinterm Busch, da stand ich mit dem 8X. Weil es ist ja jetzt auch so, ich bin der Einzige auf der Firma. Dann ist auch immer blöd mit Festfahren. Und gerade dann passiert es ja auch immer oftmals. Deswegen, ich glaube, wenn alles leer ist, ist das gar kein Problem. Ja, eine Maschine trägt sich ja eh auf ihre eigenen Arbeitsaggregate. Da war's. Jetzt steht da sogar ein bisschen Wasser drin, Leute. Vorher stand da kein Wasser drin. Lässt mich jetzt so darstellen, als wenn ich gar keine Ahnung habe und einfach da durchfahren wollte. Aber alles im Allen kann ich euch sagen, das Fass war leer und ich wollte dahinter bloß umdrehen. Ich wollte hier einmal hinterm Busch umdrehen und hier weiterfahren. Und ich gebe auch ehrlich zu, man ist mutig mit so einem Ding, mit so einem 8X. Man ist mutiger als mit einem Radschlepper, weil man denkt, ja komm, ist ja Raupe, was soll passieren? Aber in der Tat hat ja eine Raupe gar nicht so viel Traktion bei sehr, sehr nassen Boden. Ja, weil die halt sehr, sehr schnell sich zusetzen und die hat halt so wenig Auflagedruck, dass er halt doch schnell versacken kann. So. Ja, aber das legen wir noch hinterher.
Wenn wir jetzt leicht sind und das Saatgut und Dünger ist fast alle, dann machen wir das hier fertig.